Ja, mein Name ist Andreas Holl. Ich bin Abteilungsleiter in der Fahrwerksentwicklung und führe dort den Bereich Schlupfregelsysteme und Allradantrieb Integration. Der Opel-Block ist mir bekannt, weil ich habe bereits zum Launch des E1, also des aktuellen oder auslaufenden Insignia 2008, einige Blogbeiträge gemacht. Ja, das war wiederum eine hervorragende Erfahrung, letztendlich das Fortschreiben der Erfolgsgeschichte vom bisherigen Insignia. Und wenn ich daran zurückdenke, Mark Adams hat das heute gesagt, dass die Inspiration fürs Design ja vom Opel Monza 2013 kam. Und da haben auch wir in der Entwicklung angefangen und haben uns zusammengesetzt und haben letztendlich über die möglichen Konzepte des Nachfolgers vom Insignia nachgedacht und zur Entscheidung gebracht. Wir sind da hingegangen und will jetzt einfach mal ein bisschen ausholen, wie das damals lief, und haben uns zu dieser Zeit die Requirements, die Anforderungen an ein Allradsystem vor Augen geführt in diesem Fahrzeug, das dann 2017 in Serie geht, und uns gefragt, ob das, was wir im E1 gemacht haben, noch State of the Art ist. Denn mal ganz klar ausgesprochen, der E1 war zu seiner Zeit, 2008, definitiv im Top-Quartile, hat zu den führenden Systemen im Mittelklasse-Segment gehört. Wir hatten eine Zentralkupplung und ein ELSD, ein elektronisches Sperrdifferential, in Serie gebracht. Das Fahrzeug hat eine gute Reputation in der Presse wie auch bei unseren Kunden erlangt. Wenn man sich dann aber die Requirements anguckt, neben den Standardanforderungen an ein Allrad, die ja sind Traktion, Zugbetrieb, also dieses Trailering oder Traktion auf deformierbaren Untergründen, das ist Schnee, Eis, Schotter, Anfahren im Berg, so muss man dann doch feststellen, dass wir damals gedacht haben, da kommen neue Anforderungen an ein solches System zu. Das sind einmal Fahrzeugsicherheit, ein ganz wichtiger Punkt. Die Anforderungen an die Fahrzeugsicherheit wachsen permanent. Das sind Anforderungen an die Fahrdynamik eines solchen Systems und last but not least Anforderungen an den Kraftstoffverbrauch unserer Fahrzeuge, was einhergeht mit Masse. Und wenn wir das alles zusammenpacken, diese großen Anforderungsblöcke, und dann den Markt scannen, sind wir eben zu der Entscheidung gekommen, dass wir hier ein Twinster-System einsetzen. Twinster-System, was ist das? Das Twinster-System hat zwei regelbare Kupplungen am Ausgang des Differentialgehäuses, praktisch an der Antriebswelle, die vollkommen individuell regelbar sind. Mit dieser Technologie entfällt das heute eigentlich übliche die Mittenkupplung und auch das ELSD. Was wir zusätzlich nicht mehr brauchen, ist das Hinterachs-Ausgleichsgetriebe. Und wenn wir das alles in Betracht ziehen, haben wir einen deutlichen Vorteil im Package von dem RDM, Rear Drive Module, so nennen wir die Einheit an der Hinterachse, sowie auch einen Gewichtsvorteil. Im E2 ist das Rear Drive Module unter 30 Kilo, das war auch unser Target, und wir haben 29 Kilo geschafft, mit Öleinbau fertig. Wir wollten letztendlich den Performance-Level anheben und das haben wir auch deutlich geschafft, indem wir ein System ins Fahrzeug gebracht haben, das an der Hinterachse über ein volles Torque-Vectoring verfügt. Wenn wir die Highlights zusammenfassen, dann ist es natürlich die volle Torque-Vectoring-Fähigkeit an der Hinterachse. Die Bremseneingriffe an der Hinterachse von anderen Systemen nahezu komplett überflüssig macht. Auf der anderen Seite erhalten Sie durch das Torque-Vectoring ein absolut neutrales Fahrverhalten auf allen Oberflächen. Das gilt für Schnee, Eis, Schotter, nasser Asphalt wie auch im Trockenen. Das heißt, Sie haben eine extrem gute Beherrschbarkeit vom Fahrzeug. Das zum Punkto Sicherheit. Über die komplette Integration ins Flexride-System verfügen wir über zwei Kalibrierungen in einem Steuergerät. Das heißt, in dem Moment, wo Sie die Sportabstimmung wählen, gehen wir hin und lassen ein deutlich sportlicheres Fahrverhalten zu
was aber zu allen Zeiten super beherrschbar ist. Das heißt, wir geben unserer Kundschaft hier praktisch 2 Autos in einem. Zum einen gehören für einen Allradantrieb selbstredend Wintertests dazu in unserem Opel Entwicklungszentrum in Nordschweden. Diese Tests umfassen den Zeitraum Dezember bis Ende März, die gesamte Winterperiode. Dann waren wir dieses Mal in Südschweden und haben Schotter getestet, also das gesamte Fahrverhalten wie auch die Traktion auf losem Untergrund. Und last but not least das ganze dynamische Verhalten auf der Nürburgring-Nordschleife. Denn diese Strecke gehört ja zur Historie der Opel-Entwicklungsstrecken. Die Nürburgring-Nordschleife erstens mal zeigt Schwächen sehr schnell und klar. Und in dem Moment, wo man sie behoben hat, kann man sich auch sehr sicher sein, dass die Systemkomponente überall auf der Welt sauber funktioniert. Wenn wir uns das angucken, moderne elektronische Systeme wie das elektronisch geregelte Allradsystem oder auch das Schlupfregelsystem, hätten wir mit Sicherheit nicht zu der technischen Reife gebracht ohne die entsprechende Messtechnik. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir messen heute beim Schlupfregelsystem ABS, TC, ESP in der Größenordnung 20.000 Kanäle. Gleiches oder Ähnliches gilt natürlich für das ABD-System. Das heißt, die Weiterentwicklung der Messtechnik und Präzisierung dessen, was wir da sehen, hat einen großen Anteil an der Systemreife. Auf der anderen Seite brauchen Sie natürlich immer auch Leute, die das Topometer über ihre Fahrtechnik erfassen können und letztendlich die Entscheidung treffen, ob das jetzt im Markt Bestand hat, gemessen an unseren Competitors, an unseren Wettbewerbern und letztlich auch Presse und final auch für unseren Kunden okay ist. Wer bei uns in der Chassisentwicklung anfängt, durchläuft da ein klar abgestecktes Training, was mit der Ausbildung, Fahrerausbildung zur Nürburgring-Nordschleife Industriepool aufhört. Die Kapazität, die Capability ist da für mehr. Wir transportieren heute im aktuellen System 2500 Newtonmeter an die Hinterachse. Das ist eine Menge. Die derzeitigen Motoren liefern 400 Newtonmeter Motormoment, entspricht ungefähr 4000 Newtonmeter Radmoment. Daran können Sie sehen, das ist knapp 65% oder ungefähr 65% der Torque Capability geht an die Hinterachse. Damit kriegen wir ein anständiges Rear-Wheel-Drive-Feeling hin. Da geht auch noch mehr. Das ist mittelfristig das, was möglich ist. In die Zukunft betrachtet werden wir sicherlich einige Änderungen im Bremssystem sehen. Wir werden unsere Bremssysteme capable machen müssen für Elektrifizierung. Ja, das werden die Hauptthemen für die nächsten 5 bis 10 Jahre sein.